Willkommen zurück zum dritten Tag meiner Motorradtour durch den Norden. Ich bin im Endspurt und wir beginnen mit einem Elch am Wegesrand. Der Wetterbericht veranlasst mich, noch einen Tag lang Gas zu geben und mich dann zurück nach Österschund aufzumachen. Heute wird es nochmal wechselhaft, ab morgen wird das Wetter aber richtig schlecht. Dann lieber eine kurze und schöne Tour statt einer langen und gequälten. Ich bin gerade auf dem Weg von Tärnaby nach Wilhelmina, von wo aus ich dem Wildmarkswägen nach Strömsund folgen möchte. Das wird nochmal eine knackige Tour, denn allein der Wildmarkswägen ist knapp 400 Kilometer lang. Und ich will natürlich auch bei allen Sehenswürdigkeiten mal Halt machen. Mein persönlicher Tipp: tankt bei Wilhelmina nochmal auf, denn bis Jeddede kommt keine Tankstelle mehr. Zumindest keine richtige, von einzelnen Pumpen auf Bauernhöfen wollen wir jetzt mal absehen. Dann kann man auch sorgenfrei die Landschaft genießen. Die beginnt mit klassischem schwedischen Landleben, lichter Wald und kleine bunte Holzhäuschen. Auf gleicher Strecke des Wildmarkswägens verläuft am Anfang auch der Saga-Wägen. Ich weiß nicht ganz, was es damit auf sich hat, aber man findet viele kleine Skulpturen und Kunst am Wegesrand, so wie hier diesen Fischer am Fluss. Und einen Ameisenhaufen, der so groß ist wie ich, gibt es auch noch gratis dazu. Bevor ihr fragt, ich bin 1,86 groß und halte die Kamera hier genau auf Augenhöhe. Ehe man aber überhaupt ansatzweise mal von Wildnis sprechen kann, muss man erst noch bis Stallon fahren. Hier hat man dann endlich auch mal das Gefühl, aus der Zivilisation rausgekommen zu sein. Ab Stallon fährt man dann fast immer schön am Wasser, was ich dazu nutze, um mir meine Portion Astronautennahrung zu kochen. Und schon ist man am Trapstik forschen. Der Namensgeber war ein ganz kreativer Geist. Warum, das seht ihr gleich. Denn erstmal muss ich überhaupt die Einfahrt zum Parkplatz finden. Gar nicht mal so leicht. Ich musste übrigens sehr lachen, als ich sah, dass die Pommesbude hier am Parkplatz von Holländern betrieben wird. Frikandel und Bitterballen am Trapstik forschen, das ist mal eine coole Idee. Schon sehr faszinierend, wie die Steine hier so richtig eckig aus dem Fels gebrochen wurden. Auf jeden Fall ein Muss für jeden, der hier mal langkommen sollte. Und so hört sich hinter dem Trapstik-Forschen die Fahrt zum Stekenjokk an. Diese Strecke wird als Schwedens höchstgelegene asphaltierte Straße angegeben und hält wohl auch mit 170 km/h den Rekord für die schnellste gemessene Windgeschwindigkeit in Schweden. Deswegen ist die Straße hier auch nur zwischen Juni und Oktober geöffnet und deswegen pfeift es hier oben wie an der Nordsee bei Sturm mit gleichzeitigem Landregen. Ich werde wirklich von rechts nach links und wieder zurückgeschüttelt. Tja, ich habe leider Pech mit dem Wetter, aber viel besser soll es hier an den meisten anderen Tagen im Jahr auch nicht aussehen. Ich meine, wer liebt es nicht, bei Regen und Sturm Motorrad durch eine wirklich deprimierend trostlose Gegend zu fahren? Vor allem, wenn die Koffer und die Packtasche noch als Windfang fungieren. Ah, ich liebe es. Deswegen hau ich mich auch wieder zügig auf die Bahn und bin eine Stunde später über Stora Blåsjön in Jeddede angekommen. Ab da kann man dann auch wieder tanken oder etwas einkaufen. Sehr sympathisch finde ich diesen Wegweiser am Touristenbüro mit den Distanzen zu diversen Zielen in Schweden und Norwegen. 17 Stunden bis zum Nordkap? Alles klar, kommt auf die Liste für nächstes Jahr. Oder übernächstes Jahr. Egal, ist auf der Liste.
Von Jeddah aus empfehle ich jedem, den Wildmarkswegen mal kurz zu verlassen und eine Parallelstraße zum Hellingsofalle zu nehmen. Aber Vorsicht, die Straße dahin ist eine dieser wunderbaren schwedischen Schotterstraßen voller granatrichtergroßer Schlaglöcher. Hier eine Beispielaufnahme während einer Autofahrt. Aber die Fahrt lohnt sich wirklich. Denn in meinen Augen ist der Hellingso-Fallet der schönste Wasserfall Schwedens, auch weil er sich so wunderbar in die Landschaft einfügt. Und wenn man der Schotterstraße so circa 30 Kilometer weiter folgt, kommt man auch automatisch wieder auf den Wildmarkswegen zurück. Für Schweden also quasi ein Katzensprung. Abgesehen davon, dass es wieder mal anfängt zu regnen, erwarten mich hinter der nächsten Kurve zwei echte lappländische Urgesteine. Ich begegne nämlich diesen beiden Hübschen hier. Die zwei standen einfach so hinter der Kurve plötzlich auf der Straße, als hey, wäre es das Normalste der Welt. Und so wie die beiden da stehen, haben sie wohl auch nur einen Wunsch, nämlich möglichst schnell nach Valhall und an Odins Tafel zu kommen. Denn wäre ich nicht mit einem Motorrad, sondern zufällig einem Wohnwagengespann oder gar einem vollbeladenen Holzlaster unterwegs, dann hätte ich die beiden jetzt wahrscheinlich am Kühlergrill kleben. Denn selbst Hupen oder erhöhte Motordrehzahl lassen die beiden völlig kalt. Naja, ich bin den beiden doch dankbar, dass sie am Ende doch noch die Straße verlassen haben und nicht noch näher kamen, denn man ist doch irgendwie ein bisschen in der Bewegung eingeschränkt, wenn man auf einer vollbeladenen GS sitzt. Und wie immer zeige ich mich im Ausland von meiner besten Seite. Lassen Sie mich durch, ich bin Schaulustiger. Wildmarkswägen. Was habe ich erwartet? Ich bekomme Wildnis geliefert. 2 Rentiere, ein Männchen, ein Weibchen, die mir gerade vors Moped hier laufen sind. Scheu sind sie nicht, aber ich bin ihnen eben ein bisschen zu nahe gekommen. Da wurden sie leicht aggressiv, also bleibe ich am besten auf dem Abstand. Schöne Tiere, auch wenn ein wenig zu zutraulich. Als die gerade aufs Moped zukamen, ist mir noch ein bisschen die Flöte gegangen. Ab hier gebe ich dann Stoff und trete den Rückweg nach Östersund an. Ich fliehe dabei vor einer ziemlich großen Regenwolke, die mir irgendwie immer hinterher zu fahren scheint und der ich immerhin noch bis 5 Kilometer vor Östersund entkommen kann. Am Stadtrand hat sie mich natürlich eingeholt. Der Himmel öffnet mal eben kurz seine Schleusen und ich werde nass bis auf die Haut. Es regnet so stark, dass ich anhalten muss, weil ich einfach nichts mehr sehe. Regenkombi hin oder her, als ich ankomme, trieft alles. Und da wir uns so langsam dem Ende des Videos nähern, muss ich noch ein Geständnis ablegen. Ich habe euch nämlich die ganze Zeit über betrogen. Die Strecke des Wildmarkswägens bin ich nicht, wie hier im Video, an einem Stück, sondern an 2 Tagen gefahren. Am ersten Tag war oben am Stekenjokk so schlechtes Wetter, dass ich umkehren musste. Für Motorradfahrer war da einfach kein Durchkommen. Und selbst am zweiten Tag, habt ihr ja gesehen, war Sturm und Regen. Angenehm war es auch nicht, aber immerhin noch besser als am ersten Tag. Und was macht man, wenn es irgendwo nicht mehr weitergeht? Genau, das, was ich gemacht habe. Man dreht nämlich um, fährt zurück nach Wilhelmina, übernachtet dort am Campingplatz und fährt die zweite Hälfte des Wildmarkswägens dann am nächsten Tag ab Strömsund.
Und wer den Wildmarswägen schon mal selbst gefahren ist und gut aufgepasst hat, der hat vielleicht auch schon unterwegs gemerkt, dass ich in den Videos ab dem Trapstick-Forschen eigentlich in die falsche Richtung fahre, nämlich von Strömsund weg statt auf Strömsund zu. Oder dass das Wetter teilweise doch ziemliche Sprünge von gut auf schlecht und wieder zurück macht, aber das ist da oben noch nicht mal so unwahrscheinlich. Ich hoffe aber, meine kleine Tour durch den Norden und mein erster Versuch einer eigenen Reisedokumentation haben euch trotzdem gefallen. Ich bedanke mich fürs Zusehen.